Alright, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Agathor. Heute steht wieder Malen auf dem Plan. Ihr erinnert euch dran, vor 2 Wochen haben wir die Chaos-Legionäre bemalt. Heute geht es an die Havocs. Letzte Woche haben wir sie geklebt, jetzt werden sie bemalt. Es graut mir ein bisschen davor, weil die Kollegen nun mal auch wieder mit 10 Farben bemalt werden. Es sind zwar nur 5 Modelle, dafür sind sie größer. Ich werde es versuchen, aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich alle fertig gemalt kriege. Aber vorher gucken wir uns mal den Inhalt an. Ich schaffe es aktuell tatsächlich auch ein bisschen Videos vorzuproduzieren. Das heißt, da mein Werkstattvideo ja schon online ist, gibt es jetzt auch noch andere Sachen, die in Planung sind. Außerdem überlege ich sogar, ob ich mal wieder Modellbau livestreamen soll. Falls ihr darauf Bock habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann malen wir einfach mal ein paar Figuren, wahrscheinlich kein Warhammer, die brauche ich für die Videos. Ich habe ja aber noch genug. Dann malen wir ein paar andere Figuren einfach mal im Stream an. Falls ja, lasst es mich wissen, ansonsten viel Spaß mit dem Inhalt und danach wird gemalt. So, ihr wisst, was ansteht. Wir kommen zum Inhalt. Der Raum ist also wieder komplett abgedunkelt. Wir sollten also kein Problem mit Reflexionen haben. Letzte Woche haben wir sie geklebt. Diese Woche werden sie bemalt. Die Havocs. Zudem gibt es noch Infos zu den Maschinen der Verdammten. Und zu Siege. Dann mal rein da. Also, bei der Bemalung wartet auf uns eine Grundierung mit Abaddon Black. Dann Lead Belcher an den Silberteilen. Und schließlich Retributor Armor an den Kanten bei den Waffen, Mephiston Red für die Haare und natürlich die Augen, Wrathbone auf die Schädel und in das Gesicht des Havoc Champions. Außerdem haben die überall Zähne an den Rüstungen. Brauchen wir ein ganz klein bisschen Corex White für die Raketen im Rocket Launcher. Und da die ja Hautschläuche überall benutzen, werden die mit Wrecker Flash eingefärbt. Dann geht es auch schon los mit dem Waschen. Nullen Oil über fast alles rüber. Also über das Silber, über das Rot, über das Weiß. Agrax Earthshade über die Hautschläuche und die Schädel. Und dann zu guter Letzt nochmal eine Runde Rayclan Flash Shade über das Gesicht und natürlich die goldenen Parts. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, zerreiße ich das Blatt. Verdammt, scheiße. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sieht das Ergebnis dann ungefähr so aus. Cool. Ich bin gespannt. Ihr seht es ja im nächsten Step. Kommen wir also zum Text. Es gibt was zu lesen über die Chaos Space Marines, die Nummer 9. Und zwar die Maschinen der Verdammten. Dabei handelt es sich um Dämonenmaschinen. Das sind albtraumhafte Verschmelzungen von Fleisch und Metall. Sie werden von Warp-Energie angetrieben und gehören zu den gefürchtetsten Waffen der Chaos Space Marines. Ja, naheliegend. Dann werden hier nochmal Schmiedemonstren und Klauenmonstren gezeigt. Also ihr seht es ja, ne? Das sind biomechanische Superwaffen. Hier ist ein Schmiedemonstrum, das sich aufbäumt, und hier haben wir ein Klauenmonstrum, das auf den Panzer springt und den zerfetzt. Es gibt auch Maschinenfürsten. Ein Maschinenfürst ist ein Heretiker, der so besessen von Dämonenmaschinen ist, dass er sogar auf einem umgebauten Höllenschreiter in die Schlacht reitet. Gott. Vex Machinator. Der Erzmaschinen-Fluchfürst verbreitet mechanische Anarchie. Das sieht richtig geil aus, das Modell. Das habe ich noch nie gesehen. Ist ja cool. Höllenspinnen, natürlich. Was auch sonst. Also den Maschinenfürsten finde ich nice. Kannte jemand das Modell? Ist für mich echt das erste Mal, dass ich so Maschinenfürsten sehe. Dann Geißeln, die wiederum kennt, glaube ich, jeder, der schon mal, wie ich, da noch vorgespielt hat. Da konnte man die nämlich bauen. Richtig geile Dinger. Und natürlich gibt es auch, warum auch nicht, Metalldrachen. In dem Fall Höllendrachen. Gigantische Dämonenmaschinen, die wie mechanische Drachen über den Himmel gleiten. Da habe ich auch noch nie live ein Model dazu gesehen. Aber dieser Maschinenfürst? Das kommt mal auf die Liste von malen wir vielleicht mal. Dann geht es hier um Siege, dieser Klumpen da. Die immer wandelnde Gestalt von Siege, dem großen Verschwörer zu erspähen, heißt, in den Abgrund des Wahnsinns selbst zu blicken. Siege, einer der großen Chaosgötter, ist bekannt als Wandler der Wege, Architekt des Schicksals und Weber der Geschicke. Alright.
Dann Herrscher des Wandels, Kreischer des Siege, Herolde des Siege und Mutalit Vortex-Bestien sind so ein paar Siege-Einheiten vorgestellt. Ich finde die anderen cooler. Weiter geht's mit den Silver Templars. Mittlerweile mit dem 9. Part. Da sind auch noch ein paar abgebildet. Ihr wisst, da lese ich nichts vor. Das müsst ihr selbst machen. Und wir kommen zu den Datenblättern. Hier gibt es nochmal die Grundregeln 10. Da werden jetzt die Datenblätter erklärt, die wir schon seit ungefähr 34 Ausgaben haben. Ich glaube, in der ersten war schon eins drin. Scheiße. Und hier ist noch ein Szenario mit drin, nämlich große Kanonen ruhen nie. Szenario Nummer 23. Da haben wir einen geflügelten Alpha-Krieger und einige Termaganten gegen unsere neuen Havocs. Cool. Das hier ist dann alles wie gehabt. Hier gibt es noch eine Aufstellungstabelle, in welche Zonen wir was stellen dürfen. Dann werden die Havoc-Einheiten der Reihe nach erklärt, inklusive Raketenwerfer. Die sind aber sehr dunkel, die Abbildungen. Das hängt jetzt nicht an meiner Beleuchtung hier, sondern die Bilder sind schlecht. Muss ich jetzt doch mal sagen. War's das? Ja. Und da haben wir dann einen Tyrannidensieg, ein Unentschieden oder einen Sieg für die Chaos Space Marines. Okay. Unentschieden ist neu, glaube ich. Dann schauen wir mal, was uns als nächstes bevorsteht. Teilweise wissen wir es ja schon. Okay, hier ist tatsächlich nur ein Ausblick auf die kommenden 2 Hefte drin. Und da seht ihr es ja schon, da gibt es den Höllenschlechter. Der ist in 2 Teile geteilt. Wie immer, in Heft Nummer 1 kleben wir, in Heft Nummer 2 malen wir den Kollegen an. Jetzt werden allerdings erstmal die Havocs bemalt. Alles klar. Während ich im Hintergrund mit der Bemalung loslege, habe ich dann jetzt ein bisschen Informationen für euch zum Thema Dark Mechanicum alias das dunkle Mechanikum. Was ist das überhaupt? Das dunkle Mechanikum ist quasi die Chaos-Version des Adeptus Mechanicus. Adeptus Mechanicus sind ja die auf dem Mars beheimateten Tech-Priester, die unter anderem für die Waffenherstellung und derlei für das Imperium tätig sind. Und das Dark Mechanicum ist einfach die Chaos-Version davon. Es handelt sich also um abtrünnige Tech-Priester, sogenannte Heretiker, die sich während der Horus-Heresie gegen das Imperium gewandt haben, beziehungsweise auch noch danach, aber da fing das eben an. Ursprünglich haben sie zum Mechanikum vom Mars gehört, aber sie haben sich dann eben den Chaosgöttern oder Horus angeschlossen. Heute stellt das Dark Mechanicum die wichtigste industrielle und technologische Grundlage der Chaos-Streitkräfte dar, da, genau wie beim Adeptus Mechanicus, sie eben für die Kriegsmaschinen, Waffen und Ausrüstung zuständig sind, nur eben auf der anderen Seite in dem Fall. Vor der Horus-Heresie war das Mechanicum eine eigenständige Organisation innerhalb des Imperiums. Es kontrolliert eben die gesamte Technologie, die Produktion, aber auch das Wissen. Ihr kennt das, die Tech-Priester wachen darüber, dass auch niemand irgendwo KI einsetzt und dass das alles in den gewünschten Bahnen des Gott-Imperators läuft, sage ich mal. Die Tech-Priester glauben allerdings ein bisschen an was anderes, nämlich an den sogenannten Maschinengott. Und sie suchen nach Wissen, betrachten Innovation jedoch sehr vorsichtig. Ne? Also die singen ja die Maschinen an, die haben ja irgendwelche Riten, deshalb sind es ja auch Tech-Priester. Das ist grundsätzlich eine Mischung aus Mechaniker und Geistlichem. Aber innerhalb dieses Systems gab es schon Spannungen, bevor die Horus-Heresie losging. Ein paar Tech-Priester wollten nämlich schnellere Fortschritte und waren bereit, dafür auch verbotene Technologien zu erforschen. Und genau diese Strömung war eben die Grundlage für den späteren Verrat. Also es ist nicht mal so, dass die unbedingt die Ziele von Horus geil finden oder das Chaos, sondern einfach nur, dass wenn sie sich ihnen anschließen, sie forschen dürfen, woran sie wollen. Der entscheidende Wendepunkt war dann eben die Horus-Heresie im 31. Jahrtausend, als der Verrat von Horus. Und ein großer Teil des Mechanikums unter der Führung von Fabrikator-General Kelbor Hall hat sich tatsächlich dem Bösen zugewandt. Und das hat zu dem sogenannten Schisma vom Mars geführt. Das ist keine Durchfallerkrankung, sondern der Bürgerkrieg, der natürlich ausbrach, als auf dem Mars sich auf einmal ein Großteil der dort ansässigen Tech-Priester auf Seiten des Chaos gestellt hat. Und während dieses Konflikts haben die Verräter direkt schon angefangen, die verbotenen Technologien und das dunkle Wissen einzusetzen, wodurch sie sich auch durchaus einen Vorteil erkaufen konnten. Das Problem ist,
ihr Posterboy Horus hat verloren und dadurch wurden die loyalen Kräfte des Mechanicums neu organisiert, haben sich dann in Adeptus Mechanicus umbenannt und die Verräter wurden vom Mars vertrieben. Die meisten davon sind dann in das Auge des Terrors geflüchtet. Und zwar zusammen mit den Chaoskräften eben. Und wer nicht in das Eye of Terror geflüchtet ist, ist in weit entfernte, abgelegene Regionen der Galaxis geflüchtet, um dort seiner Forschung zu frönen. In diesen Gebieten gerieten sie dann zunehmend unter den Einfluss des Warp und ihre Technologie begann sich zu verändern und sie haben dann neue, oft unvorhersehbare Methoden genutzt, weil sie eben ein bisschen wahnsinnig wurden durch den Warp. Und im Laufe der Zeit wurde das Dark Mechanicum dann nicht nur technologisch, sondern auch ideologisch transformiert. Sie haben dann angefangen, die dämonischen Kräfte in ihre Maschinen einzuarbeiten und auch Menschen und Maschinen zu verschmelzen, Lebewesen und Maschinen zu verschmelzen. Also das schöne Bild des durchgeknallten Wissenschaftlers eben. Das Dark Mechanicum unterscheidet sich also grundlegend vom Adeptus Mechanicus mittlerweile auf jeden Fall. Nämlich während das Imperium Technologie bewahrt und reguliert, verfolgt das Dark Mechanicum einen ganz anderen Ansatz. Die wollen Wissen und neue Technologie ohne irgendwelche Einschränkungen, seien sie moralisch, ethisch oder sonst was. Für sie ist das Chaos keine Gefahr mehr, sondern eigentlich eine Erkenntnisquelle und vor allem eine Machtquelle. Und sie glauben, dass wahres Verständnis nur durch die Erforschung des Warp möglich ist. Auch natürlich haben sie sich vom Omnissiah abgewandt. Statt den Imperator als Verkörperung des Maschinengottes zu sehen, wie das Adeptus Mechanicus macht, interpretieren sie diese Rolle oft im Kontext des Chaos, also das Chaos als Verkörperung des vermeintlichen Maschinengottes. Und im Gegensatz zu anderen Chaos-Fraktionen ist das Dark Mechanicum nicht zentral organisiert, sondern wie auch ebenfalls viele andere Chaos-Fraktionen ist es eher fragmentiert und überall verteilt. Es besteht aus einzelnen sogenannten Dark Magi, also den Tech-Priestern quasi, der dunklen Variante davon, unabhängigen Forschungszirkeln und auch ganzen Forge Worlds, die mittlerweile irgendwann an das Chaos gefallen sind. Also die Fertigungswelten des ursprünglich mal Adeptus Mechanicus, die übergelaufen sind oder erobert wurden. Und diese Gruppen arbeiten teilweise immer mal wieder zusammen, stehen aber genauso oft in Konkurrenz zueinander. Und sie haben eigentlich nur ein großes gemeinsames Merkmal, nämlich dass sie diverse Chaos-Streitkräfte mit Technologie und Waffen versorgen. Dann gibt es noch die sogenannten Hell Forges und Dämonenwelten. Dabei handelt es sich um Forge Worlds, die vollständig vom Chaos korrumpiert wurden. Die werden dann zu einer Hellforge, also zu einer Höllenschmiede. Die sind auch oft auf Dämonenwelten beheimatet, wo die Grenze zwischen Realität und Warp mittlerweile verschwommen ist. Dort gibt es dann endlose Fabriken, Milliarden von Sklaven und permanente Waffenproduktion unter Zuhilfenahme von Warp-Energie, Dämonen und, lebendigen Materialien. Ihr könnt euch denken, was das meint. Aber diese Hellforges sind eben die Grundlage der meisten Chaos-Armeen. Die Technologie des Dark Mechanicum unterscheidet sich dadurch natürlich massiv von imperialer Technologie, denn sie basiert auf der sogenannten Dark Tech, der verbotenen und meist komplett korrumpierten Technologie. Merkmale davon sind eben die Verbindung von Maschinen und Dämonen, das habe ich ja eben schon erwähnt, aber auch unberechenbare Effekte. Die Sachen haben auch gerne mal Fehlfunktionen oder so, die eher funny finden. Die sind halt alle irre und dem Chaos anheimgefallen. Dadurch haben die Maschinen aber auch eine extreme Zerstörungskraft. Die sind eigentlich alle super stark. Dazu zählen sogenannte Daemon Engines, also Dämonenmaschinen, Warp-infizierte Waffen und auch korrumpierte Maschinengeister. Ihr wisst, zum Beispiel Raumschiffe im Imperium werden von Maschinengeistern gesteuert. Das ist quasi die eben nicht KI, die da drin ist. Der Bordcomputer ist dann meistens ein Maschinengeist. Die gibt es auch in Chaos korrumpiert. Und diese Technologien sind witzigerweise oft sehr viel stärker als ihre imperialen Gegenstücke oder Vorlagen, dafür aber auch völlig instabil.
Das Dark Mechanicum erfüllt die zentrale Rolle, die Chaos-Streitkräfte zu versorgen. Während die Chaos Space Marines also auf dem Schlachtfeld kämpfen, sorgt das Dark Mechanicum für die Wartung der Kriegsmaschinen, neue Waffenproduktion und generell die Entwicklung neuer Waffen und Kriegstechnologien. Und ohne ihre Unterstützung wären die ganzen Chaos-Armeen längst nicht mehr in der Lage, langfristige Feldzüge zu führen, weil die meistens viel zu verrückt sind, um ihre Sachen noch zu warten. Insbesondere die Verräterlegionen sind davon abhängig. Es gibt ja noch Dämonentruppen und sowas, bei denen geht's, aber die Verräterlegionen, die sind angewiesen darauf. Weil die quasi auch immer noch an den imperialen Technologien mehr oder weniger festhalten und dementsprechend auf das imperiale Gegenstück zur Adeptus Mechanicus angewiesen sind. Entsprechend hassen sich Dark Mechanicum und Adeptus Mechanicus auch wie nix anderes. Für das Imperium sind die Heretics natürlich Verräter und Ketzer und die müssen ausgemerzt werden. Ihr kennt es ja, die Einstellung von denen. Entsprechend werden sie auch von der imperialen Inquisition verfolgt, die mit äußerster Härte gegen sie vorgeht. Umgekehrt betrachten sich viele Mitglieder des Dark Mechanicum als die wahre Fortsetzung des ursprünglichen Mechanicum, das ja nicht mehr existiert. Und sie sehen ihr imperiales Gegenstück als völlig eingeschränkt, rückständig und die falsche Wahl. Trotz ihrer Macht hat das Dark Mechanicum aber natürlich auch extreme Schwächen. Da sie so viel Warp nutzen, sind sie einerseits oft vom Wahnsinn geplagt. Die Sachen, die sie bauen, sind komplett instabil. Die Ergebnisse ihrer Technologie sind unvorhersehbar. Und sie sind von internen Konflikten zerfressen, weil sich verschiedene Fraktionen auch immer mal wieder an die Gurgel gehen, weil der eine einen anderen Chaosgott verehrt und so weiter. Es fehlt eben auch die zentrale Organisation, die das Imperium nach wie vor hat. Viele Projekte scheitern oder geraten komplett außer Kontrolle, insbesondere wenn man eben Dämonen involviert hat und die versucht irgendwo einzusperren oder einzusetzen. Das klappt dann meistens semi-gut, sage ich mal. Also gar nicht. Bei dem aktuellen Warhammer 40k-Setting, das erwähne ich euch ja auch immer noch bei allem, was ich vorstelle, ist das Dark Mechanicum, ja, wie schon gesagt, absolut unverzichtbar fürs Chaos. Es produziert nach wie vor Kriegsmaschinen, entwickelt neue Technologien oder entwickelt diese mittlerweile 10.000 Jahre alte Technik weiter, mit Hilfe von Dämonen. Und der lange Krieg wäre wahrscheinlich ohne das Dark Mechanicum längst verloren. Da sie nun mal die technologische und industrielle Grundlage setzen und auf diese Höllenschmieden angewiesen sind, dass sie da auch noch welche haben. Nochmal zusammengefasst, sie setzen eben auf radikale Wissenssuche komplett ohne Einschränkungen und sie verbinden Technologie und Chaos. Da sie aber dezentral und unberechenbar sind, sind ihre Maschinen zwar stärker als die des Imperiums, aber scheiße gefährlich auch für die eigenen Leute. Was sind nun aber Dämonenmaschinen bzw. Demon Engines und was bauen die so? Ein besonders prägendes Merkmal des Dark Mechanicum ist nun mal die Entwicklung der Demon Engines. Und dabei handelt es sich um Kriegsmaschinen, in denen Technologie mit den Dämonen bzw. dämonischen Entitäten kombiniert wird. Im Gegensatz zu imperialen Maschinen, die auf stabilen Maschinengeistern basieren, werden hier gezielt Dämonen gebunden und in mechanische Hüllen gezwungen. Dieser Prozess ist natürlich hochriskant und erfordert Wissen über den Warp. Das Ergebnis ist dennoch, naja, es ist sehr leistungsfähig, es ist sehr furchteinflößend, aber es ist scheiß instabil. Die Ergebnisse sind nämlich gleichzeitig Maschine, Waffe und eigenständiges, in Klammern Lebewesen. Sie haben dann eine eigene, komplett instabile Intelligenz und neigen dazu, auch ihr eigenes Ding zu machen, was sie natürlich nochmal gefährlich macht. Es gibt da den sogenannten Defiler als Beispiel. Das ist eine große, spinnenartige Kriegsmaschine, die mit schweren Waffen ausgestattet ist und im Nah- und Fernkampf eingesetzt werden kann. Der Defiler wird häufig von gebundenen Dämonen angetrieben, was ihn zusätzlich stark und zäh macht. Kann aber auch dazu führen, dass er anfängt, die eigenen Leute zu massakrieren. Der Mauler Fiend ist genauso was, ich weiß da gerade nicht, wie der auf Deutsch heißt, ist auf Nahkampf spezialisiert und wird oft eingesetzt, um feindliche Linien zu durchbrechen.
Als Ergänzung zum Mauler gibt es dann auch den Forge Fiend, der eben auf Fernkampf setzt, mit schweren Waffen bestückt ist und massive Feuerkraft mit. Aber auch ihr denkt an das, was im nächsten Heft schon losgeht, der Höllenschlechter. Der ist ja auch so eine Mechanikum-Konstruktion. Da ist ein leidender, sterbender Space Marine in eben quasi einen Cyborg eingesperrt. Und diese Maschine wird durch das Leiden des Marines angetrieben. Zu den genannten Einheiten gibt es natürlich noch etliche andere Konstruktionen, wie korrumpierte Titanen. Klar, ne? Die Titanen kommen ja aus dem Mechanikum. Dementsprechend gibt es da auch ein paar korrumpierte, übergelaufene. Entsprechend angepasste Fahrzeuge oder gleich ganze experimentelle Waffenplattformen, die dann auch gerne mal riesengroß sind. So, das war's. Wir haben es geschafft. Die Haroks sind fertig bemalt. Ich habe es ja im Vorhinein schon kommen sehen. Ich habe leider nicht alle 5 geschafft, sondern ich habe tatsächlich nur 2 davon bemalt. Den Kommandanten und einen anderen, der mir einfach noch gefallen hat. Aber ihr solltet jetzt trotzdem sehen, wie es ungefähr funktioniert. Es ist ein Haufen Arbeit. Ihr müsst ganze 10 Farben da drauf bringen, inklusive der Washes. Dafür sehen sie aber auch wirklich fett aus, finde ich. Bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden. Und freue mich schon drauf. Es geht ja weiter mit dem Höllenschlechter, was uns da erwartet. Der ist ja auch ein bisschen größer, so ungefähr diese Größe. Und außerdem machen wir noch Specials zu den Premium-Inhalten. Das heißt, da erwartet euch auch noch ein bisschen was. Wie immer, wenn es euch gefällt und ihr mehr von mir sehen wollt, bleibt gerne dran, abonniert mich, teilt das Video, kommentiert das Video und schaut vor allem wieder rein. Bis zum nächsten Mal.